Hallo liebe Hühnerfreunde, ich habe gute Neuigkeiten zu erzählen. Also gute Neuigkeiten für mich, denn ich habe einen Auftrag bekommen von einem mittlerweile guten Freund, die meisten von euch werden ihn kennen, von Robert Höck, alias Happy Huhn. Und die Überraschung war groß, dass ich einen Hühnerstall für seine Eltern in Tirol bauen darf, aber die Freude war umso größer. Jetzt habe ich schon einiges erledigt. Vielleicht haben es auch schon manche gesehen. In Robert seinem ersten Teil hat er auch schon ein paar Schritte hergezeigt. Ich möchte euch heute auf jeden Fall in diesem Video zeigen, wie ich den Stall gebaut habe, denn auch da gibt es ein paar Neuerungen, ein paar Verbesserungen im Vergleich zur Hühnerwelt 18 und 19. Der einzige Nachteil an der neuen Bauweise ist, dass man ihn nur mehr zu zweit aufstellen kann. Mit den Videos 18 und 19 kann man es theoretisch auch alleine. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Zusätzlich werde ich euch nach Tirol mitnehmen und auch den Aufbau filmen. Und jetzt werden gerade noch die letzten Schritte erledigt. Das letzte Dämmmaterial und die letzten Bretter werden angeschraubt. Und in dem Zug kann ich euch ja auch gleich erzählen, mich fragen immer viele Leute, wie ich es geschafft habe, überhaupt Robert persönlich kennenzulernen und dann sogar noch mit ihm zusammenzuarbeiten. Und das war eigentlich ganz klassisch. Ich habe ihn, so wie viele andere auch, einfach auf Instagram und auf YouTube manchmal Kommentare dagelassen. Und wie ich diesen Stall hier, dieses Konzept entwickelt habe, habe ich mir einfach gedacht, dieses Konzept würde doch wunderbar in seine Ideen für Hühnerställe-Videos reinpassen. Und da habe ich ihm halt eine Mail geschrieben und gebeten, dass er dieses Konzept halt filmen könnte bei mir. Und hat nicht lange gedauert und er ist auch schon vorbeigekommen einmal und hat bei mir gefilmt. Die Freude war auch damals schon riesig natürlich, da mir das selber als junger Unternehmer auch sehr weiterhilft natürlich und es eine wahnsinnig positive und gute Werbung ist. Und so ist eins zum anderen gekommen und wir haben einfach gemerkt, dass wir auf einer relativ selben Wellenlänge sind, haben uns von Anfang an gut verstanden und deshalb arbeiten wir jetzt auch relativ viel zusammen. Und wenn man bedenkt, dass man eigentlich, wenn man zum Beispiel jetzt sich Hühner anschaffen mag, und auf YouTube nach diversen Tipps oder Rassen sucht, kommt man eigentlich gar nicht an den Videos von Robert vorbei. Deshalb ist es natürlich für mich schon eine Riesenehre, diesen Stall für ihn zu bauen. Wie ihr seht, baue ich in der Werkstatt immer den Stall zusammen und teste, ob alles funktioniert. Dann werden die 4 Wände zerlegt und in den Transporter geladen. Hier seht ihr dann den Transporter mit den großen Wänden und das geht sich gerade schön aus, dass alles reinpasst. Am nächsten Tag in der Früh habe ich mich auf den Weg gemacht. Hier sehen wir das nebelige Salzburg, da habe ich die erste Pause eingelegt und mal das Ladegut kontrolliert. Hier seht ihr ein paar Impressionen von der Fahrt. Der Nebel war nach Salzburg dann verschwunden und ich konnte auch den ersten Schnee entdecken in Tirol. Ich hatte ja sehr Glück mit dem Wetter, wie man hier sieht, und hier bin ich auch schon angekommen auf der Crown Hill Farm. Die Bauweise der Häuser in Tirol gefällt mir sehr gut und als erstes musste ich gleich mal Robert suchen. Und als mir Robert den Standort vom künftigen Hühnerstall gezeigt hat, haben wir uns sofort an die Arbeit gemacht. Zuerst haben wir natürlich wieder die Erdanker eingeschlagen und die Bodenplatte ausgerichtet. Und hier seht ihr jetzt ein paar Fotos. Wenn euch hier Details interessieren, könnt ihr euch die Folge vom Robert anschauen, den zweiten Teil vom Aufbauvideo. In meinem Video geht es mir eher darum, dass ihr seht, wie ich die Bauweise verändert habe, damit das schneller geht vor Ort. Die Wände sind ja schon fix fertig, die müssen nur noch aufgestellt werden und das sieht man hier jetzt im Video schön.
Die zwei Seitenwände sind natürlich schon sehr schwer, aber zu zweit ist es machbar. Und natürlich eine sehr große Erleichterung, wenn man die Dämmung und die ganzen Holzbretter nicht vor Ort aufschrauben muss. Hier befestige ich die Wand von unten. Diese wird quasi von unten befestigt, dann mit den Seitenwänden zusammengeschraubt und dann durch das Dach nochmal zusammengeschraubt. Hier kommt die zweite Wand. Hat auch alles super gepasst. Hier entferne ich gerade die Transportgriffe, die geschickt sind, einfach damit das Tragen einfacher ist. Und hier kommt auch schon die letzte Wand mit der Tür. Da sieht man die Kabel auch schon raushängen für die Technik. In dem Fall auf der Türseite das Kabel für die Tränkenheizung. Und jetzt werden die Wände noch zusammengeschraubt. Das war echt eine tolle Teamarbeit und Robert und sein Vater haben mir sehr weitergeholfen. Und da ich euch erzählt habe, wie ich Robert kennengelernt habe, habe ich ihn gefragt, ob er auch ein paar Worte erzählen kann, wie er auf mich aufmerksam geworden ist. Servus Leute, ja, ich habe hier heute das Vergnügen, dass der Andreas mir hier einen Hühnerstall aufbaut und ich glaube, wenn man da mal in ein paar Jahren zurückblickt, dann wird das eine Ehre sein, wenn man vom Andreas einen Stall in seinem Garten stehen hat, den er auch noch selber persönlich aufgebaut hat. Hier ist jetzt alles soweit fertig, dass jetzt eben das Dach noch raufkommt und dann noch so ein paar Kleinigkeiten. Und ja, ich finde es eigentlich ganz lustig, weil auf den Andreas aufmerksam geworden bin ich eigentlich zu Zeiten, da hat er gerade seine ersten Hühnervideos gemacht und ich erinnere mich noch, dass am Kanal hauptsächlich Lego-Videos waren. Das ist eigentlich ganz lustig und wir haben immer wieder mal zu verschiedensten Hühnerfragen E-Mail-Verkehr gehabt. Dann ja, hat es mal einen Austausch von Bruteiern gegeben bei den Steinbüpperl. Ich habe den Andreas mal besucht und ich habe schon so mitbekommen, er macht wahnsinnig tolle Ställe, aber dann eigentlich so den Impuls, dass ich mir von ihm auch einen Stall herhole, der kam dann erst bei meinem letzten Umzug. Ihr wisst ja vielleicht, ich bin von Bayern wieder nach Tirol umgezogen und es ist halt bei so Umzügen immer schwierig, man hat viel zu tun, will aber, dass die Tiere auch gleich versorgt sind und ich wusste dieses Mal einfach, ich schaffe es nicht jetzt selber einen super tollen Stall schon wieder neu zu bauen und da war das einfach genial, den Andreas fragen zu können. Der hat dann alle Hebel in Bewegung gesetzt und jetzt entsteht hier im Hintergrund ein richtiger Hühnertraum für meine bayerischen Landzweige. Also ich würde sagen, wenn ihr auf Andreas seinem Kanal seid und ihn noch nicht abonniert habt, macht das spätestens jetzt, denn dieser Mann, der ist echt genial und den werden wir in der Hühnerszene sicherlich noch öfter sehen. Danke für die netten Worte, Robert. Hier seht ihr jetzt noch ein paar Fotos vom Aufbau des Daches. Hier wird natürlich auch eine Dämmung eingefüllt. Auf dem Foto musste ich einfach mal den wunderschönen Ausblick genießen und hat nicht lange gedauert, durften auch schon die ersten Hühner einziehen. Verena vom Hühnerparadies ist auch vorbeigekommen und wollte sich das nicht entgehen lassen. Und ich habe mich natürlich auch sehr gefreut, bei diesem Moment dabei zu sein. Die Hühner haben sich zum Glück auf Anhieb wohlgefühlt und konnten auch den Auslauf gleich erkunden und die Sonnenstrahlen genießen. Also, der Stall ist fertig. Bin recht zufrieden mit meiner Arbeit. Und zur Überraschung ist jetzt auch noch Verena vorbeigekommen. Die durfte ich jetzt auch mal kennenlernen. Das ist mir auch eine große Freude. Und ja, Robert, ich wünsche deinen Hühnern jetzt hier ein wunderschönes Leben. Dankeschön, also dank dir haben sie jetzt einen super Start hier. Sie genießen es gerade schon total, haben schon alles erkundet und meine Mom hatte so ein bisschen Bedenken mit den Sitzstangen, dass die zu hoch sind, aber Jenna ist direkt auf die höchste raufgeflogen. Also das ganze Inventar im Stall wird schon super angenommen. Sie haben draußen schon rumgeschaut, sie lieben es auch schon unter dem Stall zu sein und also ich glaube, das passt einfach perfekt für meine Hühner. Sieht schon mal sehr gut aus. Also ich sage auch ein ganz, ganz dickes Dankeschön an dich. Und auch an die Verena, die hat nämlich die Qualitätskontrolle gemacht, ja, wie ihr vielleicht in meinem Video schon gesehen habt. Sehr, mit einem sehr, sehr gut bestanden. Danke. Ja, ja. Bist du gehappy Hund und Gehühnerparadies. Perfekt, ja. Na gut, dann danke ich euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.